Gegensätze ziehen, passen sich an. Kapitel 32. Marine. Seine Sicht. Nach dem Mittagessen herrscht nur eine rege Unterhaltung. Wohl lecker. Jo, danke. Nach einer kurzen Pause, in der sich das Trio nur gelangweilt anstarrt, stehen sie auf, um ihrer Arbeit nachzugehen. Halt! Ertönt die kalte, dominante Stimme des Kapitäns, weswegen jeder unmittelbar danach innehält und zurück auf seinen Stuhl gleitet. Ich bin der Kapitän und dafür da, Probleme zu lösen. Also, was ist? Beginnt Law ruhig, stützt seine Arme auf dem Tisch ab und legt mit abwartendem Blick sein Kinn auf den Handballen ab. Wieso ist meine Schwester gegangen? Platzt es sofort, versucht ruhig aus Sashi heraus. Um ehrlich zu sein, ich habe keine Ahnung, was ich getan haben soll, antwortet Trafalgar wahrheitsgemäß und weiterhin ruhig. Willst du denn nicht wissen, wieso? Fragt Pinguin verständnislos. Der Kapitän nickt nur. Weißt du es nicht, Sashi? Sie hat doch deine Nummer, wirft Beppo ein. Sie hat noch nicht angerufen, verneint der Koch niedergeschlagen und lässt entmutigt den Kopf hängen. Was stand eigentlich in deinem Brief, Beppo? Vielleicht finden wir was heraus, wenn wir zwischen den Zeilen lesen, schlägt Pinguin vor. Eilig holt Beppo seinen Brief hervor und liest ihn laut vor. Teddy, es tut mir sehr leid, dass ich mich nicht persönlich verabschiede. Aber ich musste einfach hier weg. Trafalgar hat mir von einer Person erzählt, mit der er befreundet ist. Allein wegen dieser Verbindung möchte ich nichts mehr mit ihm zu tun haben. Ich liebe dich, Bärchen, und ich verspreche dir, dass wir bald voneinander hören und uns wiedersehen. Das war's. Still verfällt der Tisch ins Grübeln. Wieso hat sie bei dir so liebe Sachen geschrieben? Beschwert sich Pinguin lautstark und dreht sich beleidigt im Stuhl um, worauf sich der Bär leise entschuldigt. Viel wichtiger ist doch der neue Hinweis, wirft Sashi ein und wendet sich dann an seinen Kapitän. Sie schrieb, dass du etwas von einem Freund erzählt hast. Der muss dir irgendwas angetan haben. Ein Moment lang ist es vollkommen still am Tisch. Sie ist gestern verschwunden, nachdem ich von Corazon erzählt habe. Aber er ist tot. Selbst wenn sie etwas gegen ihn hat, ist es nicht mehr relevant. Oder ist es... Wie von einem Blitz getroffen, richtet er sich im Stuhl auf. Wenn es so ist, wie ich glaube, ist alles nur ein riesiges Missverständnis, erklärt er mit nachdenklicher Stimme und lehnt sich erneut zurück. Wenn ihr wollt, dann suchen wir nach ihr und erklären ihr das Missverständnis. Aber wenn sie dann trotzdem nicht mehr will, lassen wir sie in Ruhe, schlägt er ihn mit einem Grinsen vor und steht auf. Ei, ei! Jubeln die drei wie aus einem Munde. Sofort eilt der Eisbär mit Sashi aus dem Raum. Law schüttelt fassungslos den Kopf, dass die Kleine wirklich denkt, ausgerechnet er habe eine Freundschaft mit Doflamingo. Wenn ich recht habe, heißt das jedoch, dass sie ebenfalls ihre eigene Zeit mit Flamingo hatte und dass er ihr irgendetwas angetan hat. Hoffentlich macht sie nichts Dummes. Wo sie gerade wohl ist und bei wem? Ihre Sicht. Ace, bitte nicht, jammerte ich und klammerte mich an seinen nackten Oberkörper. Doch, du wolltest es versuchen, also machen wir keinen Rückzieher, befiehlt Ace lachend und packt mich bestimmt an der Hüfte. Ich kann meinen Körper aber dann vielleicht nicht mehr kontrollieren, argumentierte ich und sehe ihn mit funkelnden Augen und Hundeblick an. Ich halte es aus, der Rest ist egal, entgegnet er trocken und zieht mich Zeichen seiner Unterstützung in eine Umarmung. Falls ich sterbe, übertreib mal nicht. Wenn, dann sterben wir beide, unterbricht er mich grinsend. Falls ich draufgehe. Ich liebe dich und deswegen musst du meiner Crew alles erklären, fordere ich und sehe ihn ernst an. Keine Sorge, ich hatte schon ein paar vor dir und wenn du nicht weiter weißt, greife ich ein, versichert er mir liebevoll und tätschelt meinen Kopf. Er zeigt mir seinen Daumen und wirft mich kurzerhand über die Schulter. Sicher, dass wir das heil überstehen? Frage ich ängstlich nach, doch er lacht nur und steckt mich näher heran. Oh je. Also los, mach schon. Ich bin hier, falls du es versaust. Mit zittrigen Knien stehe ich vor der im Vergleich kleinen Marinebasis. Du schaffst das, Sarana. Du willst doch einen Steckbrief und ganz bestimmte Leute auf dich aufmerksam machen. Provisorisch habe ich mir ein Tuch von Ace ausgeliehen und den Verband gewechselt. Ich muss mich noch absichern. Schnell drehe ich mich auf der Ferse um und wähle die Nummer meines Nakamas. Ich sehe Ace warnend an, habe ich das genervte Stöhnen und sein Augendrehen ganz genau gesehen. Ich bin's. Kannst du frei sprechen? Okay, ich fasse mich kurz. Ich werde jetzt eine Marinebasis platt machen, erzähle ich ihm nüchtern und richte mir meine Mütze. Er klingt es laut und aufgeregt aus der Teleschnecke. Tja, schade, dass du nicht reden kannst, lache ich triumphierend. Keine Sorge, im Notfall ist Ace hier, meine ich kühn und lege, obwohl es wie wild klopft, auf. Ich blicke noch ein letztes Mal zu Ace und erinnere mich an den riesigen Blitz von oben als Hilferuf. Mein Blick gleitet betroffen zu Boden, als ich an Trafalgar denken muss, doch dann klatsche ich mir mit beiden Händen ins Gesicht, um meine Gedanken wieder zu fokussieren.
Ace zeigt mir mit einem breiten Grinsen auf den Lippen erneut seinen Daumen, bevor ich mich ernst zu der Mauer drehe. Mir selbst weiter Mut zuredend, springe ich mit Hilfe meiner Teufelskraft über die hohe Mauer. Sofort entdecken mich mehrere Dutzend Marinesoldaten. Ich drehe mich extra um die eigene Achse und präsentiere jedem meinen Piratenstatus. Schnell rennen die Marinesoldaten auf mich zu, während ich gelassen mein Katana aus der Scheide an meiner Hüfte ziehe und meine Teufelskraft nur auf die Klinge konzentriere. Während ich den ersten ausgeschaltet habe, bemerke ich aus dem Augenwinkel, dass Ace sich ruhig auf die Mauer gesetzt hat und mir belustigt zusieht. Trotz seiner Freude sehe ich in seinen Augen Besorgnis und ein wenig Angst. Es liegt mir scheinbar, schnell eine Bindung zu Menschen aufzubauen. Ich muss sie besiegen, sonst blamiere ich mich vor dem zweiten Kommandanten meines Idols. Plötzlich spüre ich etwas in meinem Herzen auflodern, was in einem Kampf gar nicht gut ist. Mist, wenn ich mein alter Ego weiter rauslasse, wird es übel. Ich war zwar jemand, der immer einen Plan B bis Z hatte und alles vorausgeplant hat, aber ich will nicht wieder Leute umbringen. Blitzschnell schlage ich einen Soldat mit meinem Griff K.O. und spüre das Verlangen nach Gewalt stärker werden. Mit dem Griff des Schwertes knocke ich einen Mann hinter mir aus, bevor ich die Klinge gerade vorschnellen lasse und einen weiteren durchbohre. Sofort springe ich hoch und schwinge meine Klinge mit Kraft durch die Luft. Kurz nach meiner Landung fallen 1 Dutzend der Soldaten zu Boden. Ich denke an das Lob, welches ich immer bekam und muss grinsen. Plötzlich steht Ace neben mir und kämpft an meiner Seite. Er schnipst mir kurz gegen den Kopf, was mich innehalten lässt. Mir wird klar, was ich gerade getan habe. Ich habe schon wieder nichts dabei gespürt. Nichts gefühlt, als ich einem Menschen das Leben genommen habe. Ich spüre einen bekannten Druck im Hals und ein leichtes Brennen in den Augen. Schnell ducke ich mich und ramme einem Soldaten den Griff meines Schwertes in den Bauch. Ich spüre die Tränen aufsteigen und beginne zu schluchzen. Meine Sicht verschwimmt leicht und ich muss immer regelmäßiger schniefen. Beim Kämpfen laufen meine Tränen einfach meinen Wangen entlang. Ich will doch gar nicht mehr so sein. Allein, dass ich wieder an seine Worte gedacht habe, an sein Lob, lässt Angst in mir aufkommen. Ich sehe verheult zu Ace rüber, welcher kurz innehält und zu prusten beginnt. Du siehst scheiße aus, kommentiert er meinen gequälten Ausdruck und schnell schlägt sein unterdrücktes Grinsen in ein lautes Lachen über, was mich ebenfalls zum Lächeln bringt. Er hat meine Kaltherzigkeit bemerkt. Danke, Ace. Trafalgar hat recht, dass es schlecht ist, nichts mehr zu fühlen. Es scheinen immer mehr Marinelenleute zu kommen. Ich nehme ohne Vorwarnung Ace Hand in meine, aktiviere meine Teufelskräfte und springe mit ihm in die Lüfte. Kurz höre ich seinen unterdrückten, überraschten Schrei, bevor er grinsend die Schnelligkeit und Höhe genießt. Ich sehe mich in der Luft um und nicke dann Ace zu. Er versteht und wir aktivieren unsere Teufelskräfte. Immer noch halten wir uns an den Händen, während wir mit unseren Kräften die Soldaten einer nach dem anderen ausschalten. Wenn wir sie zusammen einsetzen, ist es so, als würden sie ineinander verschmelzen. Es sieht elegant und gleichzeitig beeindruckend und beängstigend aus. Wir sind ein perfektes Dreamteam und wir ergänzen uns in so vielen Dingen. Nach nur 10 Minuten liegen überall die bewusstlosen Körper der Soldaten herum, während wir keinen einzigen Kratzer haben und das, obwohl wir uns an der Hand halten. Feuerfaust Ace und... Wer bist du, seine Freundin? Erklingt eine fremde Stimme hinter uns. Grinsend drehen wir uns weiterhin Hand in Hand zu dem Eigentümer der Stimme. Einer der Marine mit höherem Rang. Ace nickt mir zu und ich weiß, dass er das Versprechen von eben meint. Wie ist sein voller Name? Beginne ich das Gespräch, kurz nachdem wir Festland betreten. Puma D. Ace. Und deiner? Bedrückt sehe ich zu ihm auf. Ich kenne meinen Namen nicht. Zarana ist auch nicht mein echter Name. Dann nimm doch meinen Namen an, lacht er und umarmt mich stürmisch. Hast du Geschwister, Ace? Ja, aber nicht blutsverwandt. Mein Bruder Ruffy und Sabo. Was ist mit dir? Ich überlege kurz. Ruffy mit dem Strohhut, der Corby geholfen hat? Er scheint ein toller Kerl zu sein. Ich muss erst traurig, dann freudig lächeln. Meine leibliche Familie ist tot. Aber ich sehe Sashi als meinen Bruder. Kurz überlegt Ace. Wie wäre es mit noch ein paar? Und das mit dem Namen wäre dann ja geklärt. Strahlt er mich an und tätschelt meinen Kopf. Also gut. Ich sehe unsicher zu Ace auf, komme ich mir mit einmal unglaublich dämlich und kindisch vor. Nein, sie ist meine Schwester, grinst Ace den Fremden an und zieht mich an sich. Ich atme tief ein und aus und spreche das Folgende extra deutlich aus. Puma di Zarana, Teufelsfruchtnutzer und Schwester von Puma di Ace. Bestätige ich Ace' Aussage und schlinge dabei meine Arme halssuchend um den Oberkörper des Feuerbändigers. Ich kann einfach nicht anders als zu strahlen, als ich endlich einen vollen Namen habe und dazu ein neues Familienmitglied, das ich über alles liebe. Aber Ace geht es nicht anders, kann er, genauso wie ich, einen mit seinem Lächeln erschlagen.
Ungläubig mustert uns der Mann. Wir müssen weiter, Bruderherz, meine ich zuckersüß, bevor ich beschämt meinen Blick abwende. Bei Sashi war es irgendwie anders, als ich ihn zu meinem Bruder ernannt habe. Ace nimmt meine Hand und binnen Sekunden springe ich mit meinen Kräften über die hohe Mauer zurück auf die andere Seite. Das war super, brable ich freudig los, reiße meine Arme euphorisch zur Seite und lasse mich im Brautziel hochheben. Wie geht's deinem Beinherzchen? Fragt Ace mich besorgt. Ich winke ab, da ich dank des Mittelchens nichts spüre. Erleichtert atmet er aus, lässt mich jedoch nicht runter. Lass uns was essen, schlage ich vor. Ich hab kein Geld, lehnt er leicht beschämt ab und schielt zur Seite. Ich habe den Soldaten ein paar Berry abgeluchst, beruhige ich ihn grinsend. Sofort strahlt er wieder und begibt sich mit einem Sprint in die nächste Kneipe. Während Ace die ganze Karte bestellt, wähle ich erneut die Nummer meines Nakama. Ich bin's, kannst du vielleicht sprechen? Geht's noch? Entschuldige, aber du kannst doch nicht einfach auflegen, erklingt die gereizte Stimme meines Freundes. Ihr werdet eventuell von mir hören, informiere ich ihn beiläufig, während er sich versucht zu beruhigen. Wir essen etwas und reisen dann weiter, aber wenn dich das schon aufregt, werde ich sowas in Zukunft lassen. Beginne ich, entscheide mich jedoch es ihm zu sagen. Danke. Übrigens, ich konnte weder ihn noch den Kapitän aufhalten, nach dir zu suchen. Sie wollen mit dir reden, berichtet mir die Stimme schuldbewusst. Ich verstehe, dann schlafen wir auf dem Striker, nuschle ich zu mir selbst. Wieso bist du überhaupt weggegangen? Wütend über die Frage beende ich nach meiner Antwort das Gespräch. Das habe ich dir gesteben. Außerdem, es ist besser, wenn du nichts weißt. Zu deiner Sicherheit. Beherrscht setze ich mich wieder zu Ace, welcher schnarchend über seinem Teller hängt. Diese kurze Zeitspanne, in der er schläft, ist die einzige Chance, etwas zu essen zu bekommen. Grinsend ziehe ich seinen Teller zu mir und schnappe mir mit dem Mund auch das von seiner Gabel.